Willkommen bei Hörbar Deutsch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute ist eines, das die Welt gerade grundlegend verändert. Und das in einem Tempo, das viele Menschen sowohl begeistert als auch beunruhigt. Wir sprechen über die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Was steckt eigentlich dahinter? Wie hat es begonnen? Wo stehen wir heute? Und was bedeutet das alles für uns? Für unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Gesellschaft. Lehnt euch zurück, hört gut zu und lasst uns gemeinsam in dieses Thema eintauchen. Fangen wir ganz am Anfang an. Der Begriff künstliche Intelligenz klingt nach Zukunft, nach Wissenschaft, nach etwas weit Entferntem. Doch tatsächlich ist die Idee, Maschinen denkfähig zu machen, schon sehr alt. Bereits vor vielen Jahrzehnten stellten sich Denker und Wissenschaftler die Frage: Kann eine Maschine denken? Kann sie lernen? Kann sie Probleme lösen wie ein Mensch? Diese Fragen waren lange Zeit rein theoretischer Natur. Die Rechenkapazitäten der damaligen Computer waren begrenzt, die Datenmenge gering und die Methoden fehlten noch. Man arbeitete mit sogenannten regelbasierten Systemen. Das bedeutet, man schrieb dem Computer genaue Regeln vor. Wenn X passiert, dann mach Y. Wenn dieser Fall eintritt, dann reagiere so. Diese Ansätze hatten ihren Nutzen, aber sie waren starr. Sie konnten nicht flexibel auf neue Situationen reagieren. Sie lernten nicht dazu. Und genau das ist der Kernunterschied zur modernen künstlichen Intelligenz. Das Lernen. Der Durchbruch kam nicht plötzlich. Er war das Ergebnis von Jahrzehnten geduldiger Forschung, vieler Rückschläge und einiger entscheidender Erkenntnisse. Eine dieser Erkenntnisse war, dass man Maschinen nicht alle Regeln vorgeben muss. Man kann ihnen stattdessen beibringen, selbst Regeln zu erkennen. Aus Daten, aus Beispielen, aus Erfahrung. Diese Methode nennt man maschinelles Lernen. Das Prinzip ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man es sich bildlich vorstellt. Stellt euch vor, ihr möchtet einem Kind beibringen, was ein Hund ist. Ihr zeigt ihm 100 Bilder von Hunden und sagt jedes Mal: Das ist ein Hund. Irgendwann erkennt das Kind Hunde auch auf Bildern, die es noch nie gesehen hat. Es hat gelernt, die Merkmale zu erkennen. 4 Beine, Fell, bestimmte Körperformen. Genauso funktioniert maschinelles Lernen im Grundprinzip. Man füttert ein System mit riesigen Mengen an Daten, und das System erkennt Muster. Es lernt, Kategorien zu unterscheiden, Vorhersagen zu treffen, Entscheidungen zu fällen. Mit dem Aufkommen des Internets und der damit verbundenen Datenflut beschleunigte sich die Entwicklung enorm. Plötzlich waren Milliarden von Datenpunkten vorhanden. Texte, Bilder, Videos, Suchanfragen, Klicks, Käufe. All das sind Informationen, aus denen Systeme lernen können. Gleichzeitig wurden die Rechenkapazitäten immer leistungsfähiger und gleichzeitig günstiger. Diese Kombination, mehr Daten, mehr Rechenleistung, bessere Algorithmen, führte zu einem regelrechten Quantensprung. Eine besonders wichtige Entwicklung in diesem Zusammenhang sind die sogenannten neuronalen Netze. Dieser Begriff klingt komplizierter, als er ist. Im Wesentlichen handelt es sich um eine computergestützte Nachbildung der Art, wie das menschliche Gehirn arbeitet. Zumindest in vereinfachter Form. Das Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, die miteinander verbunden sind. Informationen fließen von Zelle zu Zelle, Verbindungen werden gestärkt oder geschwächt, je nachdem, wie oft sie genutzt werden. Genau dieses Prinzip haben Ingenieure auf Computersysteme übertragen. Tiefe neuronale Netze, sogenannte tiefe Lernmodelle, können besonders komplexe Muster erkennen. Sie werden mit enormen Datenmengen trainiert und können danach Aufgaben erfüllen, die früher als ausschließlich menschliches Terrain galten. Sprache verstehen, Bilder beschreiben, Musik komponieren, Strategiespiele meistern. Viele von euch haben sicherlich schon Bekanntschaft mit Anwendungen gemacht, die auf diesen Technologien basieren, auch wenn ihr es vielleicht nicht bewusst wahrgenommen habt. Die automatische Vervollständigung auf dem Smartphone, die Gesichtserkennung in der Fotogalerie, der Übersetzungsdienst, der in Sekundenbruchteilen ganze Absätze in eine andere Sprache überträgt. All das sind Beispiele für künstliche Intelligenz im Alltag. Und dann sind da natürlich die Sprachmodelle. Jene Systeme, die in der Lage sind,
auf natürliche Sprache zu reagieren, Fragen zu beantworten, Texte zu verfassen, Zusammenfassungen zu erstellen und vieles mehr. In den letzten Jahren haben diese Systeme eine Qualität erreicht, die viele Menschen überrascht hat. Man gibt eine Frage ein, und das System antwortet. Flüssig, sinnvoll, oft überraschend präzise. Das hat weltweit eine Debatte ausgelöst. Wie klug ist diese Technik wirklich? Denkt sie tatsächlich? Oder simuliert sie nur Denken? Das ist eine Frage, die Philosophen, Ingenieure und Gesellschaftswissenschaftler gleichermaßen beschäftigt. Und die Antwort ist, es kommt darauf an, wie man Denken definiert. Diese Systeme denken nicht so, wie wir Menschen denken. Sie haben kein Bewusstsein, keine Gefühle, keine eigenen Ziele. Sie verarbeiten Eingaben und erzeugen Ausgaben auf Basis statistischer Muster, die sie aus riesigen Datenmengen gelernt haben. Wenn man ihnen eine Frage stellt, berechnen sie im Grunde, welche Antwort passt am wahrscheinlichsten zu dieser Frage, basierend auf allem, was ich gelernt habe. Und doch, obwohl das kein echtes Denken im philosophischen Sinne ist, sind die Ergebnisse oft beeindruckend. Diese Systeme können komplexe Zusammenhänge erklären, kreative Texte schreiben, wissenschaftliche Konzepte vereinfachen, Diagnosen unterstützen, Rechtsdokumente analysieren. Das wirft natürlich die Frage auf: Was bedeutet das für uns? Für unsere Arbeit, unsere Berufe, unsere Gesellschaft? Fangen wir mit der Arbeitswelt an. Diese ist wohl der Bereich, in dem die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz am spürbarsten und am meisten diskutiert werden. Schon seit Beginn der Industrialisierung hat jede technologische Revolution Berufsbilder verändert. Manche Tätigkeiten verschwanden, neue entstanden. Die Webmaschine ersetzte die Handweber, das Automobil verdrängte die Pferdekutscher, aber gleichzeitig entstanden Automobilwerke, Straßenbauer, Tankstellen, Werkstätten. Technologie zerstört Arbeitsplätze und schafft neue. Viele Wirtschaftsfachleute sind überzeugt, dass es bei der künstlichen Intelligenz ähnlich verlaufen wird. Bestimmte Tätigkeiten werden automatisiert werden, insbesondere solche, die repetitiv und regelbasiert sind: Dateneingabe, einfache Textverarbeitung, standardisierte Auswertungen, einfache Übersetzungen. Aber gleichzeitig entstehen neue Berufsfelder, Menschen, die diese Systeme entwickeln, trainieren, überprüfen, erklären, ethisch bewerten. Andere sind weniger optimistisch. Sie warnen, dass die Geschwindigkeit dieser Veränderungen zu groß sein könnte, dass viele Menschen keine Zeit haben werden, sich anzupassen und umzuschulen. Besonders gefährdet seien Berufsgruppen mit mittlerem Qualifikationsniveau, die bisher als sicher galten. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Und sie wird davon abhängen, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, wie Bildungssysteme reagieren und wie Unternehmen mit der neuen Technologie umgehen. Ein weiteres großes Thema ist die Gesundheitsversorgung. Hier bietet künstliche Intelligenz faszinierende Möglichkeiten. Systeme können Röntgenbilder analysieren und Auffälligkeiten erkennen, oft mit einer Genauigkeit, die mit menschlichen Spezialisten mithalten kann. Sie können aus riesigen Datensätzen Muster ableiten, die dem menschlichen Auge verborgen geblieben wären. Sie können bei der Entwicklung neuer Medikamente helfen, indem sie Millionen von chemischen Verbindungen simulieren und auswerten. Gleichzeitig gibt es berechtigte Bedenken. Wer haftet, wenn ein System einen Fehler macht? Wie wird mit sensiblen Gesundheitsdaten umgegangen? Werden ärmere Bevölkerungsgruppen oder ärmere Länder von diesen Vorteilen profitieren? Oder wird die Kluft zwischen gut und schlechter Gestellten dadurch größer? Das sind keine abstrakten Fragen. Das sind konkrete gesellschaftliche Herausforderungen, die jetzt angegangen werden müssen. Ähnlich komplex ist die Situation im Bildungsbereich. Einerseits eröffnet künstliche Intelligenz völlig neue Möglichkeiten für individualisiertes Lernen. Stellt euch vor, ein Lernprogramm passt sich vollständig an das Tempo, den Stil und den Wissensstand des einzelnen Lernenden an. Es erkennt, wo Lücken bestehen, es erklärt Konzepte auf verschiedene Weisen, es ist geduldig, immer verfügbar und unermüdlich. Das könnte besonders für Menschen in Regionen hilfreich sein, wo der Zugang zu guten Lehrpersonen oder Schulen begrenzt ist. Bildung könnte demokratischer werden.
Andererseits gibt es die Sorge, dass Lernende Fähigkeiten verlernen könnten, wenn Maschinen zu viele Aufgaben übernehmen. Wenn ein Schüler jeden Aufsatz von einem System schreiben lässt, lernt er dann noch zu schreiben? Wenn eine Studentin jede Rechenaufgabe vom Computer lösen lässt, entwickelt sie dann noch mathematisches Denken? Diese Fragen zeigen, es geht nicht nur darum, was Technik kann. Es geht darum, wie wir sie einsetzen. Und das ist eine menschliche Entscheidung. Kommen wir zu einem Thema, das in letzter Zeit besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Die Frage nach Wahrheit und Information. Sprachmodelle können überzeugende Texte erzeugen. Das ist faszinierend, aber auch gefährlich. Denn mit denselben Werkzeugen, mit denen man nützliche Inhalte erstellen kann man auch Fehlinformationen erzeugen. Man kann glaubwürdig klingende Nachrichten erfinden, Zitate fälschen, Bilder manipulieren, Videos verändern. Das Phänomen der sogenannten tiefgefälschten, das enttäuschend echte, aber vollständig gefälschte Bild- oder Videoaufnahmen, ist ein konkretes Beispiel dafür. Eine Person kann heute in einem Video zu sehen sein, dass sie etwas sagen lässt, was sie nie gesagt hat. Und das Ergebnis kann so überzeugend wirken, dass selbst aufmerksame Betrachter es nicht sofort erkennen. Das stellt unsere Gesellschaft vor grundlegende Fragen. Wie unterscheiden wir echte von falschen Informationen? Wem oder was können wir noch vertrauen? Wie schützen wir demokratische Prozesse vor gezielter Manipulation? Es gibt keine einfachen Antworten, aber es gibt Ansätze. Bessere Kennzeichnung von maschinell erzeugten Inhalten, technische Erkennungswerkzeuge, Medienkompetenz in der Ausbildung, internationale Abkommen zur Regulierung. Und damit sind wir beim Thema Regulierung. Wie soll der Staat mit künstlicher Intelligenz umgehen? Das ist eine der zentralen politischen Debatten unserer Zeit. Auf der einen Seite stehen jene, die vor zu viel Regulierung warnen. Innovation brauche Freiheit, sagen sie. Wer zu viele Vorschriften erlasse, riskiere, den Anschluss zu verlieren. Technologisch und wirtschaftlich. Andere Länder würden keine Rücksicht nehmen und einfach voranschreiten. Auf der anderen Seite stehen jene, die strenge Regeln fordern. Neue Technologien müssten auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen hin überprüft werden, bevor sie breite Anwendung finden. Besonders wenn es um grundrechtsrelevante Bereiche geht. Überwachung, Strafverfolgung, Kreditvergabe, Einstellungsentscheidungen. Sei Kontrolle unerlässlich. In verschiedenen Teilen der Welt gehen die Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen. Manche Länder setzen auf umfassende gesetzliche Rahmenbedingungen, die Transparenz, Erklärbarkeit und Menschenaufsicht vorschreiben. Andere verfolgen einen zurückhaltenderen Ansatz, der zunächst beobachten und dann reagieren priorisiert. Klar ist, diese Debatte ist nicht nur eine technische. Sie ist im Kern eine gesellschaftliche und moralische. Ich möchte noch auf einen Aspekt eingehen, der oft vergessen wird, wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird. Die Umweltfrage. Das Training großer Sprachmodelle und anderer komplexer Systeme verbraucht enorme Mengen an Energie. Riesige Rechenzentren laufen rund um die Uhr und benötigen dafür Strom und Wasser zur Kühlung. In einer Zeit, in der die Klimakrise uns zwingt, unseren Energieverbrauch zu überdenken, ist das kein kleines Problem. Gleichzeitig gibt es Hoffnung. Künstliche Intelligenz kann auch dabei helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Sie kann bei der Optimierung von Energienetzen helfen, bei der Wettervorhersage, bei der Entwicklung neuer Materialien für Solarzellen, bei der Effizienzverbesserung in der Landwirtschaft. Die Technologie ist also sowohl Teil des Problems als auch möglicherweise Teil der Lösung. Das ist typisch für die komplexe Natur dieser Entwicklung. Kein einfaches Gut oder Böse, sondern Möglichkeiten und Risiken, die parallel existieren. Zum Abschluss möchte ich über etwas sprechen, das mich persönlich sehr beschäftigt. Die Frage nach dem Menschsein in einer Welt mit künstlicher Intelligenz. Was macht uns als Menschen aus? Ist es unsere Fähigkeit zu denken, zu kommunizieren, kreativ zu sein? Wenn Maschinen all das zunehmend können, was bleibt dann noch als einzigartig menschlich? Ich glaube, die Antwort liegt nicht in unseren Fähigkeiten allein, sondern in unserem Erleben. In unserer Fähigkeit zu fühlen. Echte Freude, echten Schmerz, echte Verbundenheit.
In unserem Bewusstsein, das mehr ist als bloße Informationsverarbeitung. In unserer Fähigkeit, Sinn zu suchen und zu schaffen. Kein System, so komplex es auch sein mag, hat Sehnsucht. Kein System liebt. Kein System trauert um den Tod eines geliebten Menschen. Kein System fragt sich nachts, was das alles bedeutet. Das ist nicht romantisch gemeint. Das ist eine schlichte Beobachtung. Die Technologie kann vieles, aber sie ist nicht uns. Und vielleicht liegt darin auch eine wichtige Aufgabe für uns alle, nicht zu fragen, was Maschinen tun können, sondern zu fragen, was wir als Menschen tun wollen, welche Werte wir für wichtig halten, welche Welt wir gestalten möchten. Denn die Technologie wird das nicht für uns entscheiden. Das müssen wir tun. Die künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug. Wie alle mächtigen Werkzeuge in der Geschichte kann sie für Gutes oder für Schlechtes genutzt werden. Die Verantwortung dafür liegt bei uns, bei Gesellschaften, Regierungen, Unternehmen und jedem einzelnen Menschen. Das mag sich nach einer schweren Last anfühlen, aber ich sehe es auch als Möglichkeit, die Möglichkeit, bewusster darüber nachzudenken, was wir von der Zukunft wollen, und aktiv daran mitzuwirken, sie zu gestalten. So, das war unsere heutige Folge von Hörbar Deutsch. Ich hoffe, ihr habt viele neue Wörter gehört, über interessante Ideen nachgedacht und vielleicht das eine oder andere Mal innegehalten, um über eure eigene Haltung zu diesem Thema nachzudenken. Wenn ihr möchtet, schreibt in die Kommentare. Was denkt ihr über die Entwicklung der künstlichen Intelligenz? Was begeistert euch? Und was macht euch nachdenklich oder besorgt? Und falls ihr diese Folge hilfreich fandet, teilt sie gerne mit anderen Deutschlernenden. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.